Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen japanischen Füllfederhalter aus meiner Sammlung vorstellen, und zwar den Platinum Plaisir. Da werden einige von euch sagen, ja, da gibt es schon ganz viele Videos dazu im Netz. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, ein Video zu machen, und zwar aus folgendem Grund. Und zwar habe ich mir den in dieser Jubiläumseditionsausgabe gekauft, in dieser Metallbox. Und da will ich ihn euch einmal vorführen, will euch zeigen, was alles in der Box ist. Wir werden uns mit den Materialien beschäftigen, mit dem Preis. Wir machen Maße und Gewichte. Ich werde euch erzählen, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Davor machen wir natürlich wie immer eine kurze Schreibprobe mit dem Füllfederhalter. Da werde ich euch ein paar Besonderheiten dazu erzählen. Und am Ende werde ich euch verraten, wo bekommt ihr ihn vielleicht noch? Und ob ich ihn mir wieder kaufen würde oder nicht, erfahrt ihr, wie gesagt, dann zusammen im Resümee. Dann lasst uns loslegen. Das ist die Box, in der ich den Platinum Plaisir aus China bekommen habe. Der Platinum Plaisir trägt übrigens, also mein Exemplar, trägt die Modellbezeichnung PGB 1000. Insofern ist der nicht wirklich besonders, den gibt es auch ohne diese Box, aber was ihn besonders macht, ist eben diese Ausgabe, und ihr könnt es dem Deckel schon entnehmen. Das ist auch hier so ein bisschen erhaben gestaltet. Das ist die 100th Anniversary 2019. Also Platinum ist ein japanischer Hersteller, der wurde 1919 gegründet und hat für sein 100-jähriges Jubiläum im Jahr 2019 diese Box mit dem Platinum Plaisir herausgegeben. Es gibt noch weitere Jubiläumseditionen. Es gibt eine in Sterling Silber, auch eine limitierte Edition. Und soweit ich es herausbekommen konnte, wurde diese Version, die ich euch heute hier vorstelle, für den asiatischen Raum produziert und war dort erhältlich. Ich habe ihn damals habe den schon einige Zeit hier bei mir, habe den auch schon eine Weile in Verwendung gehabt, über AliExpress bekommen und habe ca. 20 € dafür bezahlt. Ja, dann kommen wir mal hier zu der Box als erstes, die, wie gesagt, aus meiner Sicht das Besondere ausmacht. Wir haben hier diesen erhabenen Teil mit den, ich sag mal, mit den 100 Jahren, also hier die Feder spiegelt praktisch die beiden Nullen, hier die 1 davor wieder, 100th, sehr schön gemacht mit dieser Feder hier, Anniversary 2019. Das ist eine schwarze Metall-Lackbox und hier sind überall bunte Füllfederhalter mit drauf. Die sind farblich nur drauf, nicht reliefartig erhaben, sondern letztendlich farbig aufgebracht. So, dann haben wir hier Platinum Japan 1919. Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Nochmal dasselbe, Platinum Japan 1919. Hier ist nichts drauf. Hier auch, doch, hier ist was drauf. Entschuldigung, habe ich euch unterschlagen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier ein bisschen schärfer ziehen. Zack. So, da steht nochmal 100th Anniversary 2019. Dann 100 und den Rest kann ich nicht lesen. Wenn einer dessen mächtig ist, dann möge er das vielleicht im Kommentarfeld hinzufügen. Ich kann da nur rätseln, was das heißen könnte. Aber wie gesagt, es ist hier die entsprechende Jubiläumsedition. Okay. Dann machen wir den Deckel mal auf. Hier seht ihr nochmal, wie das hier innen verarbeitet ist. Also alles so rausgeprägt. Legen wir den Deckel mal neben hin. Da kommt zum Vorschein ein Instruction Manual Platinum 1919. Hier in Englisch und ich schätze Japanisch. Die Bedienungsanleitung auch für andere Stifte der Marke Platinum, für einen Druckbleistift, für einen Kugelschreiber, für, ja, also alles, was so angeboten wird, scheint eine universelle Anleitung zu sein. Hier steht nochmal Platinum, Tokio, Japan.
Das scheint mir eine Service-Telefonnummer zu sein. Aber da kann ich nur rätseln. Legen wir mal nebenhin. Dann gab es hier dazu, die habe ich auch nicht benutzt, eine typische Platinum-Patrone. Die erkennt ihr an der speziellen Form. Da ist es auch schwer möglich, einen anderen Hersteller einzusetzen, soweit mir bekannt ist. Da muss man bei Platinum auch die Platinum-Patrone nehmen. Ich habe das so nicht gemacht, sondern ich habe den auch im Paket befindlich und das fand ich sehr gut. Ich merke gerade, wir sind hier nicht hundertprozentig scharf. So ist es besser. Habe dann hier den mitgelieferten Konverter benutzt, der eben auch mit dabei ist. Dann haben wir hier einen Button, nochmal 100 Jahre Platinum, das was ich euch eben schon gezeigt habe. Mal ein bisschen näher ranziehen. So. Also auch sehr schön gemacht. Hinten ganz normal mit einer Nadel dran. Also jetzt auch nichts Außergewöhnliches, aber wie gesagt eine schöne Zugabe. Hoppla. Hier reinlegen in das Fach. Das Ganze hier, jetzt müssen wir das wieder scharf stellen. Das Ganze hier ist so ein Schaumstoffmaterial mit den ausgestanzten ich sag mal Lücken für das entsprechende Zubehör. Die geht auch nicht raus. Ich habe das mal probiert, vielleicht mit erheblichem Kraftaufwand, aber ich denke mal, darunter befindet sich nichts und deswegen habe ich es auch gar nicht weiter jetzt bewegt. Ja, dann kommen wir zum Platinum Plaisir. Das ist der Füllfederhalter, ist eine Aluminiumkonstruktion in grün. Den gibt es, wie gesagt, auch so, ohne diese Box, diese Metallbox. Also insofern kann der Füllfederhalter auch alleine erworben werden. Okay, stellen wir die Box mal nebenhin und beschäftigen uns mal ein bisschen mit dem Füllfederhalter. Dann fangen wir mal mit der Kappe an. Das ist also eine Aluminiumkappe und die ist auch entsprechend beschriftet. Gehen wir noch mal ein bisschen ran. Plaisir. Das ist also ein Abschlussband, recht breit gehalten, dann so leichte Ketten. Hier hinten Platinum Japan. Also ein bisschen drehen hier mit einer Hand. Dann wieder die Ketten und dann sind wir wieder vorne bei Plaisir. Ja, so viel zu dem Kappenband. Dann schauen wir uns mal die Kappe an. Es ist also eine Steckkappe. Erstmal hier wieder ein bisschen schärfer stellen, damit ihr das auch gut sehen könnt. So, das ist also eine Steckkappe, die ist auch recht fest. Das ist ein, ja, weiß ich nicht, ob Patent, aber eine Eigenentwicklung von Platinum, die nennt sich Slip and Seal. Das hört sich fast an, als wäre das so ein bisschen federnd gelagert. Auf jeden Fall schließt sie sehr gut und lässt sich auch gar nicht so einfach abziehen. Also ihr werdet die Kappe nicht einfach verlieren. Das wird nicht passieren. Dieses Slip and Seal soll dafür sorgen, dass ihr den Füllfederhalter bis zu einem Jahr lang liegen lassen könnt und ihn dann öffnet und einfach losschreibt. Also das ist schon recht ungewöhnlich. Ich habe das jetzt mal ausprobiert, zwar nicht mit einem Jahr, aber mit einer mehrmonatigen Pause. Also ich habe so bestimmt 4 Monate nicht mehr mit dem Füllfederhalter geschrieben und habe ihn dann rausgenommen, habe ihn aufgemacht und habe losgeschrieben und das ging problemlos. Also da ist schon was dran, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob andere das auch können, aber dieses Slip and Seal, so nennt Platinum das soll bis zu einem Jahr funktionieren. Bei mir hat es jetzt in mehreren Monaten ganz gut funktioniert oder nach mehreren Monaten. Okay. Ja, zur Kappe selber ist relativ leicht, ist Aluminium. Clip ist funktional, bisschen fest, jetzt nichts Besonderes, sondern ja, da habe ich schon bessere Clips gesehen, aber er ist funktional, man kann nichts sagen dagegen. Ist aus einem Stück gemacht. Das Abschlussstück hier unten sieht sehr edel aus. Ich habe es euch hier eben gezeigt. Finde ich, ist sehr gut gelungen. Dann kommen wir zum Griffstück. Griffstück ist im Gegensatz zum Rest vom Füllfederhalter aus Kunststoff. Und das ist auch ein sehr ungewöhnliches Griffstück, was glaube ich auch zu diesem Slip and Seal gehört.
so dass man immer hier an dem Tintenleiter, der ist also umlaufend in dem Griffstück drin. Ich habe hier jetzt eine Tinte von Rohrer und Klingner, und zwar die Smaragdgrün, weil die fand ich passt ganz gut dazu verwendet. Und hier ist relativ viel Tinte zu sehen im Griffstück. Also ihr seht es hier vorne auch nochmal. Da ist ja dann auch schon die Tinte nochmal zu sehen. Also ich glaube, das ist notwendig, damit dieses Slip and Seal auch funktioniert, dass man hier so einen umfangreichen Tintenleiter eingebaut hat. Ja, zur Feder selber. Das ist eine Stahlfeder, jetzt ohne besondere Merkmale. Ich kann sie mal hier ein bisschen näher holen, wenn wir mal reinziehen. Also eine, ja, keine besonders jetzt für diese Jubiläumsedition hergestellte Feder. Ist eine feine Feder, beziehungsweise eine extra feine Feder ist es ja in dem Falle. Und ja, Platinum gebrandet. Hier der entsprechende Tintenleiter. Auch das typisch für Platinum. Und hier seht ihr nochmal den Feed mit der vielen Tinte darin. Also sieht sehr schön aus, finde ich. Wenn man da besondere Tinte noch verwendet, dann kann das auch nochmal einen zusätzlichen schönen optischen Effekt ergeben. Aber es hat, wie gesagt, auch neben dem Design oder der Optik auch einen funktionalen Zweck, und das finde ich eigentlich sehr gut. Man muss sich also nicht ständig um diesen Füllfederhalter kümmern. Okay, dann gehen wir wieder zurück hier und werden den mal aufschrauben. Den vorhin angesprochenen Konverter hier sehen, der war wie gesagt mit dabei. Wenn ihr hier seht, auch sehr hochwertig verarbeitet, unten Metall gefasst, oben goldenes Metall. Ja, sehr schön gemacht, also sieht qualitativ hochwertig aus. Hier ist natürlich, weil das Griffstück aus Plastik ist, auch das entsprechende Gewinde aus Plastik, und das trifft dann hier auf ein Aluminiumgewinde. Ja, hier so gibt es nicht mehr viel zu sagen. Dann schauen wir uns nochmal den Schaft an hier. Gut verarbeitet, nicht scharfkantig. Aus einem Stück gemacht. Schöne Farbgebung. Das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Das muss man mögen, das muss einem gefallen. Das Grün gibt es auch in ganz vielen anderen Farben. Aber sehr funktional gearbeitet. Okay, dann werden wir nun mal wieder zusammensetzen. Und dann kommen wir als nächstes, hier ist es leider wieder mal nicht scharf, jetzt ist es wieder schön scharf, dann kommen wir als nächstes zu den Maßen und Gewichten und zum Schreibtest. Maße und Gewicht. Der Füllfederhalter Platinum Plaisir, logischerweise ohne Box gewogen, aber mit Konverter und Tinte, wiegt 15,4 Gramm. Das alles spricht für die erwähnte Aluminiumkonstruktion. Er ist relativ leicht. Er misst im schreibfertigen Zustand, also ohne Kappe, 12,3 cm. Im geschlossenen Zustand misst er 14,4 cm. Es ist auch möglich, ihn aufzustecken, will ich hier kurz mal zeigen. Also das hält auch sehr gut, da passiert nichts, der sitzt fest. Dann misst er 15 cm mit aufgesteckter Kappe. Ja, dann kommen wir auch gleich zum Schreibtest. Also wir schauen uns heute hier gemeinsam an den Platinum. Plaisir in grün. Die Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Upsala. Das Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm.
Ja, das ist eine extra feine Feder. Wobei, sie schreibt eigentlich auch wie eine feine Feder. Von der Tendenz her würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr euch ja selber mal einen Eindruck verschaffen. Sie ist aus Stahl. Und ja, das waren so die wesentlichen, ich sag mal, Basic-Daten. Und dann machen wir einfach mal einen Schreibtest und ihr hört euch mal an, wie diese Feder von Platinum hier über das Papier gleitet. Also ich finde, das hört sich alles sehr gut an, schreibt sehr flüssig. Wenn ich ihn jetzt im Moment offen lasse und dann nochmal schnell schreibe, gibt es auch keine Aussetzer. Ja, wie ihr hier seht. Ja, auch das absolviert er wunderbar. Wenn wir mal verkehrt rumschreiben, das ist eher grauselig. Als würde man mit einem Nagel schreiben. Aber er hält es durch. Tintenfluss versiegt nicht. Kann man nicht meckern. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Variation hineinbekommen in diese Stahlfeder. Na, eher nicht. Dann schauen wir noch mal, wie die Tinte sich hier macht. Ja, die ist eigentlich auch, wenn sie aufs Papier kommt, direkt trocken. Ja, so viel zum Schreibtest. Und dann werde ich euch als nächstes erzählen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Platinum Plaisir. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Platinum Plaisir? Ja, das ist als erstes mal hier diese Metallbox. Ich habe es euch vorhin gezeigt. Ich finde, die ist wunderschön gelungen. Auch der Inhalt dazu. Jetzt können wir das ein bisschen rausnehmen. Also auch mit dieser Aufmachung hier. Das ist schon, sieht schon sehr gut aus. Also das macht den wesentlichen Unterschied zu den sonstigen Plaisir-Modellen aus meiner Sicht schon aus. Es ist ein Konverter dabei, das finde ich immer sehr angenehm für einen Füllfederhalter für einen Kaufpreis von 20 Euro. Nicht selbstverständlich, bei deutschen Herstellern schon gar nicht. Aber auch bei japanischen Herstellern ist das keinesfalls gang und gäbe. Insofern ist das wirklich ein zusätzlicher Wert, den man da erhält, was mir sehr gut gefallen hat. Was ich auch sehr gut finde, ist dieses Slip and Seal, also dass man den Füllfederhalter aufgrund der Konstruktion lange liegen lassen kann. Er wird nicht austrocknen, man kann ihn sofort wieder benutzen. Das ist wirklich sehr, sehr gut und wie gesagt, ich habe das über mehrere Monate, habe ich das ausprobiert. Ich habe kein Jahr gewartet, aber mehrere Monate und habe ihn rausgenommen, habe losgeschrieben. Also das ist schon sehr gut. Ja, die ganze Konstruktion ist alles solide verarbeitet, ist wertig verarbeitet. Mir gefällt gut auch hier nochmal dieses Kappenband, das werde ich euch nochmal zeigen oder ein bisschen reinziehen. Hier, so. Plaisir, das sieht schon sehr edel aus. Platinum Japan. Also da finde ich schon, da haben sie sich richtig Mühe gegeben für dieses Jubiläumsmodell. Es ist aus meiner Sicht ein absolutes Arbeitstier. Es ist ein angenehmes Schreiben, rausnehmen, Kappe abziehen, losschreiben. Hochwertiges Material liegt gut in der Hand. Also dieses Aluminium fasst sich super gut an. Das Plastikgriffstück tut dem keinen Abbruch. Also da ist kein Unterschied und insofern alles wirklich, wirklich sehr schön. Liegt gut in der Hand, man rutscht nicht ab. Angenehmes Schreibgefühl. Negativer Punkt, ja, es ist eigentlich nicht wirklich ein negativer Punkt, aber
Bei anderen Füllfederhaltern hat man ab und zu mal so eine Begeisterung und sagt, Mensch, das ist aber besonders, heute mit diesem oder jenem Füllfederhalter zu schreiben. Dieses Gefühl ist bei mir nicht aufgekommen. Das liegt aber nicht an Platinum und auch nicht an Pläsier, sondern ich denke einfach, dass es vielleicht auch an mir liegt, dass diese Geschichte hier nicht so mich angesprochen hat. Es ist ein solider täglicher Begleiter. Man kann da nichts falsch machen. Ich will das auch gar nicht herabsetzen. Aber es ist einfach wie ein Werkzeug, würde ich so ein bisschen für mich beschreiben. Das nimmt man, wenn man es braucht, benutzt es, legt es dann wieder ab und irgendwann benutzt man es wieder. Also insofern ist das natürlich auch ein absolut zuverlässiges Werkzeug, also ein hochwertiges Werkzeug. Und deswegen ja, ist die Frage, würde ich mir wieder kaufen? Ja, ich würde ihn mir wieder kaufen. Ich denke, für 20 Euro kann man hier gar nichts falsch machen. Man hat ein solides Arbeitstier. Das ist kein Füllfederhalter, den man jeden Tag vielleicht anhimmelt, sondern das ist so etwas, was man jeden Tag einfach benutzt und dem vielleicht dann auch zu wenig Achtung schenkt, dieser technischen Konstruktion auch, dass man den bis zu einem Jahr liegen lassen kann. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein solides Arbeitstier und ich würde mir auf jeden Fall wiederholen. Ich habe jetzt nochmal aktuell geschaut. Es ist schwer, ihn mit dieser Box zu finden. Ich hatte euch gesagt, über AliExpress habe ich ihn bekommen. Ich sage es nochmal dazu, in meinen ganzen Videos erwähne ich es immer wieder. Ich bekomme da nichts dafür, dass ich euch da den Hinweis gebe, wo ihr die Sachen bekommen könnt. Auch in diesem Fall bekomme ich nichts von AliExpress. Ihr könnt auch über deutsche Internet-Großhändler, ich glaube, jeder weiß von euch, wen ich damit meine, nämlich Amazon, könnt ihr nachschauen. Da bekommt ihr den Füllfederhalter auch. Da kostet er zwischen 15, 16 bis 20 Euro. Dann allerdings auch ohne Box. Da habt ihr natürlich dann noch den Vorteil, dass wenn mal irgendwie ein Problem auftritt, dass ihr den guten Kundenservice von Amazon hinter euch habt. Aber auch da, ich bekomme auch nichts von Amazon. Es ist einfach nur der Hinweis, wenn euch der Füllfederhalter, so wie ich ihn euch hier gezeigt habe, in dem grünen Ton, wenn der euch sehr gut gefällt, dann findet ihr ihn eben auch dort, allerdings, wie gesagt, ohne Box. Ja, das war's zum Platinum Pläsier und wir sehen uns nächstes Mal bei Ink Up Your Pen.